desecrate our Constitution, or you look at the laws that have been passed into law. And in those hearings, Republicans described weaponization as, quote, corruption, quote, government abuse. We're going to make sure you understand what democracy looks like. And this ain't it. Sie trat ohne Angst, ohne Filter und ohne Gnade ans Mikrofon. Und was folgte, waren 25 Minuten ununterbrochenes Rösten, das den Raum in Erstaunen versetzte. Jasmine Crockett hat sowohl Elon Musk als auch Donald Trump zum Leuchten gebracht. Und die Folgen? Nun ja, Trump hat es absolut verloren. Geben Sie 1 in die Kommentare ein, wenn Sie wegen des Bratens hier sind, oder 0, wenn Sie glauben, dass Sie es erwartet haben. Kehren wir jetzt zum Video zurück. Sie werden nicht glauben, was Jasmine Crockett Trump gerade angetan hat. Democrats in the House. And then you had the vast majority of senators vote for it or vote against it as well. And so the idea that Chuck Schumer is the only one that's got a brain in the room and the only one that can think through all of the pros and cons is absolutely ridiculous. And Jake, you and I both know that this administration could care less about whether or not they violate the law. We know that we've had to rely heavily upon the courts. And I want to say, as you're talking about the polling on my party, I want to say that it is the Democratic attorney generals and some governors that are standing up against this administration and bringing those lawsuits and winning every single time. They are losing in court. Could we do a better job of making sure that the American people know that we are winning in the courts? We probably could. But at the end of the day, it's still Democrats that are winning for the American people. Some progressive groups are calling for new leadership in the Senate for Democrats. Even House Democratic leader Hakeem Jeffries, your leader, he was asked if he supports Schumer as leader of the Senate Democrats, and he said, next question. Do you think Senate Democrats should replace Chuck Schumer? I think Senate Democrats have to sit down and take a look and decide whether or not Chuck Schumer is the one to lead in this moment. You're close with Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez of New York. Some of your fellow House Democrats say, and not just progressives, by the way, we've heard that moderates have said this too, that they're ready to support her to challenge Chuck Schumer in a Democratic primary. Would you get behind that? That's 4 years from now. If you were asking me at least in 2 years, then I would have an absolute answer. But I can tell you that there are a lot of people that are watching his leadership in this moment. This is the moment. We don't even know what elections will look like in 4 years, if we will have elections. And so I definitely think that younger, fresher leadership may be something that many of us, not just depending on what part of the spectrum you're on, but many Americans may be looking for, especially in the state of New York. Warum war Crocketts Eliminierung so effektiv? Nun, in der Politik ist Zeit alles. Als sie zuschlug, verteidigte Trump bereits seinen Rekord. Sie wissen, wie ein Boxer auf den richtigen Moment wartet, um seinen Gegner zu überraschen. Genau das hat Crockett getan. Trump bekam einen heftigen Schlag verpasst, mit dem er nicht gerechnet hatte, obwohl er mit dem üblichen sanften Stoß gerechnet hatte. Während die meisten Demokraten gegenüber Trump vorsichtig zu sein scheinen, ging Crockett auf ihn zu und nannte ihn das, was sie für ihn hält. Einen weißen Rassisten und einen Tyrannen. Trump, der normalerweise für alles eine Erwiderung parat hat, wirkte wie ein Reh im Scheinwerferlicht, als er offen angeklagt wurde. Ohne politisches Gespür oder ohne Umgehung des Problems. Ich nehme an, Sie haben Trumps normale Strategie gesehen? Wenn jemand ihn kritisiert, gilt das als Fake News und als Hexenjagd. Crocketts übliche Ablenkungsmethoden waren jedoch gegen Crocketts direkten und unerwarteten Angriff völlig erfolglos. Sie scheint genau zu wissen, welche Knöpfe sie drücken muss, um seine üblichen Gefühle hervorzurufen. Möglicherweise ist ihnen das nicht bewusst. Crocketts Ausbildung als Prozessanwältin bereitete sie gut auf diese Konfrontation vor. Prozessanwälte sind hervorragend darin, jemanden in die Enge zu treiben, der versucht, durch Täuschung einer Strafverfolgung zu entgehen. Sie stellen gezielte Fragen. Sie akzeptieren kein Nein als Antwort und sind geschickt darin, jemanden allein aufgrund seiner Antwort schuldig aussehen zu lassen. Trump stand einem Fachmann gegenüber, der darauf trainiert war, Lügnern Unbehagen zu bereiten. Purging of thousands of hardworking, dedicated federal servants who swore an oath to protect the Constitution and the rule of law. But let me tell y'all something. I know some of y'all have been frustrated
And you've been saying, where are the Democrats? They use it as a war cry, a battle call, to justify dismantling federal agencies. Crockett führte besondere Beispiele für Trumps Unwahrheiten über Einwanderung, nationale Sicherheit und die Ukraine an. Die politische Kritik bleibt jedoch frustrierend nebulös und besteht aus schrecklicher Politik, spaltender Sprache und so weiter. Sie warf ihm nicht nur Unehrlichkeit vor. Sie lieferte konkrete Beispiele, an die sich die Zuschauer erinnern und die sie selbst bestätigen konnten. Und ihre Lieferung war ausgezeichnet. Trotz ihrer vernichtenden Aussagen schrie sie nicht und wurde auch nicht hysterisch. Stattdessen blieb ihr Ton ruhig und sachlich. Sie stellte ihre Behauptungen als einfache Wahrheiten dar, die bereits jedem bekannt seien. Diese Ablehnung erscheint verzweifelt, wenn sie mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen ausgesprochen wird. Es ist, als würde man ihm freundlich sagen, dass man am Boden liegt. Wenn du darüber wütend wirst, wirkst du schlimmer. Crockett hat die ultimative Falle geschaffen. Trump schien eher ein weißer Rassist zu sein, da er darum kämpfte, sich zu rechtfertigen. Sie agieren defensiv und weisen die Anklage zurück. Der Titel scheint ihnen zu gefallen. Trump schien in Echtzeit zu erkennen, dass es keine geeignete Antwortmöglichkeit gab. Ihre Strategie enthüllt etwas Entscheidendes. Trump zu gleichen Teilen mit Wut und Beleidigungen zu konfrontieren, ist nicht die beste Technik. Dies geschieht durch klare, faktenbasierte Behauptungen, die nicht emotionaler Natur sind. Trump nutzt Spannungen und emotionale Reaktionen aus, indem er cool bleibt und gleichzeitig brutale Inhalte liefert. Er lebte von unkontrollierter Energie, was ihm Crockett verweigerte. Es handelte sich nicht um einen zufälligen Einschlag, der zufällig landete. Dabei handelte es sich um eine bewusste Analyse von Trumps allgemeiner Verteidigungsstrategie. Crockett hat im Grunde einen Leitfaden für andere Demokraten erstellt, wie man sich Trump richtig widersetzen kann. Seien Sie zunächst konkret. Schritt 2, seien Sie direkt. Behalten Sie in Schritt 3 die Fassung. Schritt 4, beobachten Sie, wie er auseinanderfällt. Was passiert also, wenn ein Angriff geplant ist? Verwandelt sich in eine Atomwaffe. Trumps Panzerschale bekam nicht nur Risse, als Crockett ihn als weißen Rassisten brandmarkte, sondern zersprang auch, als sie die Statistik vorlegte, dass 80% der Gewaltverbrechen von genau den Leuten begangen werden, die Trump nicht verurteilen will. But let me tell y'all something. I know some of y'all have been frustrated. And you've been saying, where are the Democrats? They use it as a war cry, a battle call, to justify dismantling federal agencies. Our leaders. Well, I'm here to tell you that we ain't never left y'all. All right? We are here. This phrase, the weaponization of government, is something that has been overly used and repeated by my Republican colleagues. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefällt, möchte ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um den Kanal zu abonnieren und diesem Video ein Gefällt mir zu geben. Mehr als 98% von Ihnen sehen sich die Videos an, ohne sich anzumelden. Auch wenn es Sie nichts kostet, hat es doch erhebliche Auswirkungen auf uns. Haben Sie den Abonnieren-Button gedrückt? Fantastisch. Vielen Dank. Haben Sie gesehen, wie sich Trumps normalerweise hochmütiges Gesicht sofort in das eines Rehs im Scheinwerferlicht verwandelte? Schauen Sie, er wurde nicht von einem anderen Demokraten herausgefordert. Das war nicht wie die anderen. Die Mehrheit der Politiker vermeidet es, über Rassismus zu diskutieren, als ob sie auf brennenden Kohlen treten würden. Sie werden argumentieren, dass Trump eine schlechte Einstellung zum Thema Vielfalt hat und rassistisch-hetzerische Rhetorik verwendet. Es gibt mehrere politische Euphemismen. Crockett hingegen hatte die dritte Schiene der amerikanischen Politik fest im Griff und weigerte sich, sie loszulassen. Sie nannte Trump nicht nur einen weißen Rassisten, sondern verknüpfte ihre Behauptung auch mit tatsächlicher Gewalt und wies darauf hin, dass weiße Rassisten für 80% der Gewaltverbrechen im Land verantwortlich seien. Dadurch wurde ihr Auftrag weniger persönlich und konzentrierte sich stärker auf die öffentliche Sicherheit. Gut gemacht. Trumps Plan ist weithin bekannt. Jedes Mal, wenn ihm Rassismus vorgeworfen wird, bezeichnet er den Ankläger als den wahren Rassisten und zitiert den einzigen Schwarzen, der bei seiner Kundgebung erklärte, er habe mehr für Schwarze getan als jeder andere, wahrscheinlich mit Ausnahme von Lincoln. Es ist so, als würde man sich einen schlechten Film noch einmal ansehen, obwohl man bereits jeden Satz kennt. 632 bis 6 Pa. Crockett hingegen schnitt ihm alle Fluchtmöglichkeiten ab, indem er ihn direkt als weißen Rassisten bezeichnete und dies direkt mit tatsächlicher Gewalt in Verbindung brachte. Trump konnte sie nirgendwo verfolgen.
Es scheint, dass sie jede seiner Ablenkungsmethoden gründlich analysiert und alle beseitigt hat, bevor er sie anwenden konnte. Als Crockett die Aufständischen mit weißen Rassisten gleichsetzte und behauptete, sie würden unsere Demokratie physisch zerstören, war die Anspielung auf den 6. Januar besonders vernichtend. Dies brachte Trump in eine missliche Lage und zwang ihn zu der Wahl, ob er die Randalierer unterstützen und den Anschein erwecken würde, den Aufstand zu billigen, oder ob er seine treuesten Fans verärgern wollte. Eine politische Sackgasse, oder? We are also going to make sure that they uphold the law. We are not going to sit around About the DOJ being weaponized by the White House. I am concerned about the FBI. or you go ahead and desecrate our Constitution, or you look at the laws that have been passed into law. We are going to make sure you understand what democracy looks like. And this ain't it. And say, never mind, we'll just ignore that. Instead, we are going to be in your face. We are going to be on your ass. Rights attorney by trade. I know about the Department of Justice and what they're supposed to be doing. The political narrative, you will be suspended without pay, have your security clearance revoked. I am also very concerned by a rogue DOJ, or one that is not beholden to the American people. Visuelle Sprache ist eine Ergänzung zur korrekten Sprache. Die Menschen brauchen keinen Abschluss in Politikwissenschaft, um die physische Zerstörung unserer Demokratie zu erkennen. Dieser Satz ruft schnell ein mentales Bild hervor, das Ihnen noch lange nach dem Ende des Interviews in Erinnerung bleibt. Es ist die Art von Phrase, die Sie direkt in den Bauch trifft und nicht durch Ihren rationalen Kopf. Crockett hatte nicht das Ziel, Punkte zu sammeln oder das übliche politische Gotcha-Spiel zu spielen, das diese Konfrontation von anderen unterscheidet. Dies ist keine Meinung. Vielmehr handelt es sich um eine Feststellung beobachtbarer Tatsachen, die das Publikum dazu anregt, über die Implikationen von Trumps Worten nachzudenken. Sie ging damit ähnlich um, wie eine Staatsanwaltschaft einer Jury Beweise vorlegen würde. Sie zerstören uns von innen heraus. Normalerweise reagiert Trump auf Anschuldigungen mit vorhersehbarer Empörung, Ablenkung und Beschimpfungen. Aber Crocketts Strategie zwang ihn dazu, sie zu ignorieren, den Anschein zu erwecken, als würde er den Gegenangriff akzeptieren, leugnen, ein weißer Rassist zu sein, sich defensiv zu verhalten und die eigentliche Anklage zu vermeiden. Der Gewinnzug ist nicht vorhanden. They will retaliate. If you don't agree with their political agenda, you get suspended. These are the words. Die Art und Weise, wie Crockett die Vorherrschaft der Weißen als Verhaltensmuster mit messbaren Ergebnissen und nicht als individuelle Überzeugung darstellte, war eines der brillantesten Merkmale seiner Strategie. Sie sagte nicht, ich glaube, du bist rassistisch. Das ist der Schaden, den ihre Handlungen anrichten. Und sie stehen im Einklang mit der Vorherrschaft der Weißen, erklärte sie im Wesentlichen. Ein Ansatz ist leicht abzulehnen und willkürlich. Für den anderen ist eine sinnvolle Antwort erforderlich. Crockett nutzte eine Meisterklasse in der Lügenerkennung, die keinen Ausweg zuließ, wohingegen die meisten Politiker ins Wanken geraten, wenn sie Trump der Unehrlichkeit bezichtigen. Wenn es bei Crocketts Vorgruppe darum ging, Rassismus aufzudecken, dann war das Hauptereignis, was sie mit Trumps alternativen Fakten anstellte. Sie kam direkt zum Kern des Problems und warf ihm nicht nur vor, im weitesten Sinne unehrlich zu sein. Trump ist sehr schwer fassbar, wenn es darum geht, seine Äußerungen auf Fakten zu überprüfen. Nicht Crockett. Da Politiker häufig in die Details des von ihm Gesagten, Kampfes verstrickt sind. Als sie sagte, was die Tatsache angeht, dass er ein Lügner ist das einfach so, stellte sie ihren Fall präzise dar und folgte dabei dem Leitfaden des Staatsanwalts als Leitfaden. Sie hatte nichts zu sagen. Sie stellte es als eine unflexible Tatsache dar. Übereinstimmung im Spiel. Eine harte, kalte Realität. Spielen Sie das Spiel. They will retaliate. If you don't agree with their political agenda, you get suspended. These are the words of congressional Republicans. This is what they believe embodies. Crockett war unglaublich geschickt darin, Trumps Fantasiewelt mit der realen amerikanischen Not zu verbinden. Wir verbreiten weiterhin Verschwörungstheorien. Und als Folge davon sterben Menschen und Landwirte verlieren ihre Farmen, sagte sie und verdeutlichte damit deutlich die wahren Opfer von Trumps Desinformationskampagne. Politische Philosophie im Abstrakten war nicht das, was dies war. Echte Einzelpersonen verlieren ihren Job, während Trump Streiche spielt.
Erinnern Sie sich daran, wie Trumps Anhänger oft behaupten, dass es in seiner Einwanderungsrhetorik nur um politische Unterschiede geht. Crockett widerlegte dieses Argument, indem er die Auswirkungen auf die reale Welt hervorhob, wie zum Beispiel, dass meine Landarbeiter nicht erschienen. Sie verwandelte Daten in Anekdoten über ihre Angst, zur Arbeit zu gehen, um zu zeigen, wie Panikmache zu verfaulenden Ernten und leeren Feldern führt. Trumps Unwahrheiten sind plötzlich nicht nur unangenehm, sondern auch katastrophal für die Wirtschaft geworden. Crockett war nicht nur gegen Trumps liebstes Wahlmärchen. Sie geriet in einen hitzigen Streit, der in einem WWE-Highlight-Video enthalten gewesen wäre. Ihre Sprache war erfrischend einfach und leicht zu verstehen und durchbrach die übliche politische Doppelzüngigkeit. Sie stellte klar, dass Trump anscheinend eine Zitrone verschluckt habe, da die Gerichte diese unbegründeten Anschuldigungen energischer als ein WWE-Wrestler zurückgewiesen hätten. Aber der vielleicht klügste Schachzug in Crocketts Strategie bestand darin, ihre Kritik über Trump persönlich hinaus auszuweiten. Sie ging nicht einfach auf das Symptom ein. Sie brachte das gesamte Problem auf den Punkt, indem sie Social-Media-Unternehmen und Elon Musk für ihre Rolle bei der Verbreitung von Trumps Fehlinformationen anprangerte. Sie identifizierte die gesamte Ökologie, die seine Unwahrheiten am Leben hält. Anstatt nur auf die Käfer einzuschlagen, schien sie das Sumpfgebiet, in dem sie brüten, zu entleeren. Ich spreche auch nicht von diesem Sumpf. Auch Trump hat es nicht erschöpft. Crockett konzentrierte sich während ihrer verbalen Angriffe wie ein Laserstrahl auf die Fakten, harte, unbestreitbare, peinliche Wahrheiten, die sie nicht in Hypothesen verlor. Denn ihre Fähigkeit, scheinbar unzusammenhängende Bedenken in einem einzigen, kohärenten Muster der Täuschung zu vereinen, war der Grund für ihren Erfolg. Der 6. Januar. Die Ukraine und die Einwanderung waren keine unabhängigen Ereignisse. Stattdessen handelte es sich um Stränge in Trumps Netz aus Unwahrheiten, die jeweils die anderen, den Ismus, verstärkten. Ihr Ansatz führte zu einem starken Kontrast zwischen Crocketts realitätsbasiertem Angriff und Trumps verschwörungstheoretischer Fantasiewelt. Es war, als würde man beobachten, wie jemand ein Wörterbuch zu einer Meinungsverschiedenheit mit einem Worterfinder bringt. Ihre historischen Links, die Trumps unehrliche Einwanderungspolitik bloßstellten und alle daran erinnerten, dass wir eine Einwanderungsnation sind, waren sehr beeindruckend. Sie wollte nicht nur Trumps Lügen aufdecken, sondern auch zeigen, wie sie den Grundwerten der Vereinigten Staaten zuwiderliefen. Crockett zeigte, wie schäbig Trumps Opferkarte ist und wie überraschend es ist, dass er sie noch nicht laminiert hat. Wie seine Krawatten ist auch Trumps Opferkarte so schäbig, dass sie wahrscheinlich inzwischen mit Klebeband zusammengehalten wird. Aber die psychologische Technik, die im Mittelpunkt seiner gesamten Tat steht, wenn jemand andere aggressiv verfolgt und sich dabei ständig als Verfolgter darstellt, wurde von Crockett meisterhaft entlarvt. So nennen es Psychologen. Umgekehrtes Opfer und Täter. Darbo bestreitet Körperverletzung. Genauso gut könnte dies dauerhaft auf Trumps Stirn eingraviert sein. Crockett entlarvt Trumps trügerische Darstellung von sich selbst als Amerikas größtem Opfer, indem er ihn als den Divider-in-Chief bezeichnet. Eine witzige Neuinterpretation seines früheren Titels, die sein tatsächliches Erbe angemessen widerspiegelt. Crockett drehte das Drehbuch um, indem er hervorhob, wer wirklich unter seinem Einfluss leidet. Es ist nicht der Millionär mit der goldenen Toilette, der seine Freiheiten beraubt sieht, sondern der Durchschnittsamerikaner. Trumps gesamter politischer Ansatz basiert auf dieser Opferroutine. Er ist im Visier des tiefen Staates, der Demokraten, der Medien, des Justizsystems, der Wahlhelfer, der Wahlmaschinen und vielleicht sogar der Firma, die sein Haarspray herstellt. Aber Crockett glaubte es nicht. Sie zeigte die eklatante Inkonsistenz in Trumps Geschichte, indem sie darauf hinwies, dass er sich dafür entschieden habe, einen herrschsüchtigen Verbrecher zu unterstützen, während er gleichzeitig behauptete, Opfer zu sein. Es ist, als ob ein Tyrann auf dem Spielplatz jemandem ins Gesicht schlägt und dann zum Lehrer schluchzt. Der verheerendste Aspekt von Crocketts Angriff war ihre sorgfältige Aufdeckung dieses Widerspruchs. Trump nahm bewusst andere ins Visier, während er es vorzog, zu beklagen, Opfer geworden zu sein. Das ist nicht einfach nur politisches Theater. Es vermittelt ein grundlegendes Verständnis der Geschäftsmethoden von Trump. Er sorgt für Verwirrung, indem er anderen vorwirft, genau das zu tun, was er tut, was es seinen Fans schwer macht, herauszufinden, wer der wahre Täter ist. Erinnern Sie sich, als Trump behauptete,
der glühendste Befürworter der amerikanischen Freiheiten zu sein. Crockett hat diese Fassade durchbrochen, indem er offengelegt hat, wie er tatsächlich alle unsere Rechte und Freiheiten verletzt. Diese visuelle Sprache beschwört sofort das Bild einer dicken, orangefarbenen Dampfwalze herauf, die die Verfassung zerschmettert und gleichzeitig vorgibt, sie zu verteidigen. Es ist richtig und absurd amüsant, wenn man es sich vorstellt. Trumps Opfergeschichte hat einen Zweck. Es ermöglicht seinen Fans, Groll zu hegen und gleichzeitig eine Person zu unterstützen, die anderen absichtlich Schaden zufügt. Es fungiert als psychologische Mauer, die Menschen daran hindert, ihre eigene Rolle anzuerkennen. Crockett überwand dieses Hindernis, indem er betonte, wie sich Trumps Handlungen auf alle auswirken und die Aufmerksamkeit auf die wahren Opfer seiner Politik und Sprache lenkte. Wenn Trump Hexenjagd ruft, versucht er, sich als moderner Salem-Bewohner darzustellen, der unfair bestraft wird. Crockett hingegen hat alles völlig umgedreht und gezeigt, dass Trump derjenige ist, der Hexenjagden gegen Wahlhelfer, Einwanderer, politische Gegner und alle anderen betreibt, die ihn nicht verehren. Mit spitzem Hut und Besen hielt sie Trump effektiv davon ab, über Hexen zu schreien. Crocketts Ansatz war erstaunlich, weil er den Demokraten zeigte, wie sie Trumps falscher Opfermentalität richtig entgegentreten und sie gleichzeitig entlarven können. Werden sie nicht defensiv, wenn Trump Verfolgungsvorwürfe erhebt. Konzentrieren Sie das Gespräch stattdessen auf die Personen, die tatsächlich Opfer seiner Handlungen und Kommentare sind. Beim Judo geht es darum, den Schwung des Gegners gegen ihn auszunutzen. Die meisten Politiker geraten ins Straucheln, wenn sie mit Trumps Opfertat konfrontiert werden, weil sie zu argumentieren versuchen, dass er kein Opfer ist. Crockett verfolgte einen anderen Ansatz. Sie erkannte seine Behauptungen an und sagte, na und? Achten Sie darauf, was Sie anderen Menschen antun. Wenn sich ein Kleinkind darüber beschwert, dass es keine Süßigkeiten bekommt und das Haus absichtlich in Brand steckt, verliert die Beschwerde über Süßigkeiten plötzlich ihre Bedeutung. Trumps politische Strategen analysieren Crocketts Auseinandersetzung bereits als potenzielles neues Paradigma für die Demokraten. Crockett hat uns viel über politische Käfigkämpfe beigebracht, ohne jemals ihre Stimme zu erheben. Was ihre Herangehensweise so einzigartig macht, ist nicht nur die Konfrontation selbst, sondern auch die Art und Weise, wie sie diese Fakten auf eine Weise vermittelte, die Durchschnittsbürger und nicht DC-Politik-Nerds anspricht. Im Gegensatz zu ihren Kollegen, die sich mit sorgfältig formulierten Formulierungen von Trump fernhalten. Mit ihrer „Wir gehen hoch, wenn sie niedrig gehen" Strategie spielen die meisten Demokraten immer noch Dame. Crockett spielt politisches Schach. Schachmatt und Orange Man. Trump hat gerade eine Vorschau darauf bekommen. Was passiert, wenn die Demokraten ehrlicher und weniger nett werden? Während Trump auf das Jahr 2024 zusteuert, ist die entscheidende Frage, ob andere Demokraten endlich ihren Fehler erkennen und Crocketts Beispiel folgen werden, oder ob sie weiterhin an ihren Perlen festhalten werden. Während einer Live-Folge im Fernsehen stand die Abgeordnete Jasmine Crockett kürzlich im Mittelpunkt einer hitzigen und denkwürdigen Konfrontation mit den Anwälten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Während Crockett ihre Ideen akribisch und leidenschaftlich dekonstruierte, war das Gespräch hitzig, aufschlussreich und sogar explosiv. Der Streitpunkt? Trumps außergewöhnliche rechtliche Probleme. Das umstrittene Projekt 2025 und die weiteren Auswirkungen auf die amerikanische Demokratie und Gerechtigkeit. Crockett sprach zunächst über das Offensichtliche, Trumps astronomische Menge an Anklagen. Sie betonte, wie ungewöhnlich es sei, dass ein Angeklagter, der solch schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt sei, einer Untersuchungshaft entgehen könne, wenn man bedenke, dass es über 80 Straftaten gebe, die auf 4 verschiedene Gerichtsbarkeiten verteilt seien. Haben Sie als Staatsanwälte jemals einen Angeklagten mit über 80 Anklagepunkten in 4 Gerichtsbarkeiten gesehen, der nicht vor Gericht saß? Sie befragte Trumps Anwälte unverblümt. Nach einigem Zögern gaben die Anwälte zu, dass dies nicht der Fall war. Crockett blieb hartnäckig. Sie beharrte darauf und betonte, dass die Mehrheit der Straftäter mit etwas weniger Vorwürfen häufig bis zum Prozess inhaftiert werde. Ihre Botschaft war eindeutig. Das ist unnormal und stellt die Unparteilichkeit des Justizsystems in Frage. Crockett war jedoch noch nicht fertig. Das nächste offensichtliche Thema, das sie ansprach, waren Trumps zahlreiche Verstöße gegen eine Knebelverfügung in einem seiner anhängigen Verfahren. Hat es jemals einen Angeklagten gegeben, der mindestens 10-mal gegen eine Knebelanordnung verstoßen hat?
ohne dafür inhaftiert zu werden? Sie stellte eine Forderung. Die Anwälte räumten einmal mehr ein, dass eine solche Situation in ihrem Berufsstand beispiellos sei. Crockett's Stimme wurde immer schärfer, als sie die Ungerechtigkeit der Situation betonte. Also, lassen Sie mich das klarstellen, fügte sie hinzu. Nach dem ersten Verstoß wäre ein normaler Angeklagter ins Gefängnis gekommen. Aber Trump erhält einen Passierschein. Wie fair ist das? Den Anwälten fiel es schwer, zu antworten. Und die Spannung im Raum war offensichtlich. Die Diskussion änderte dann abrupt ihren Kurs, als Crockett das Projekt 2025 zur Sprache brachte. Ein umstrittenes Programm, das von konservativen Organisationen wie America First Legal unterstützt wird, deren Geschäftsführer einer der Anwälte ist. Crockett enthüllte schnell die besorgniserregendsten Vorschläge des Projekts 2025, die als Fahrplan für die kommende konservative Regierung bezeichnet wurden. Dieser Initiative zufolge sollte das Bildungsministerium abgeschafft werden. Das Insurrection Act sollte genutzt werden, um das Militär zur inländischen Strafverfolgung einzusetzen, und Regierungsangestellte sollten neu eingestuft werden, um Platz für Parteitreue zu schaffen. Ziel sei sogar, das FBI daran zu hindern, Fehlinformationsbemühungen aus dem Ausland wie denen aus China und Russland zu bekämpfen, die eine direkte Bedrohung für unsere Wahlen darstellen, sagte sie, und ihre Stimme wurde mit jeder Aussage lauter. Wie kann das jemand unterstützen? Crocketts Vorwürfe, dass das Projekt 2020 die Bedingungen für Tyrannei schaffe, durchbohrten die Atmosphäre wie ein Messer. Dies ist nicht nur ein politischer Plan, sagte sie. Es ist das Spielbuch eines Diktators. Um es klar zu sagen, Diktaturen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika gefährlich und niemals humorvoll. Crockett beharrte trotz der Versuche der Anwälte, ihn zu unterbrechen. Sie haben Teile dieses Mandats mitgeschrieben, nicht wahr? Sagte sie direkt und wandte sich dem Geschäftsführer von America First Legal zu. Sind Sie damit zufrieden? Als Crockett seine Rolle anerkannte, nahm er kein Blatt vor den Mund. Damit unterstützen Sie öffentlich Maßnahmen, die die Demokratie schwächen, die Opposition ersticken und die Macht in den Händen einiger weniger Auserwählter festigen. Stehen Sie dafür? Als Crockett alle an das Wesentliche der Gerechtigkeit erinnerte, näherte sich die Spannung ihrem Höhepunkt. Lass uns nicht vergessen, bemerkte sie in einem festen, aber unnachgiebigen Ton. Niemand wird angeklagt, nur weil jemand es behauptet. Eine große Jury, normale Amerikaner, muss die Beweise prüfen und ein Urteil fällen. Darüber hinaus wird eine Jury aus Trumps Kollegen und nicht irgendein politischer Rivale ihn für schuldig erklären, wenn er für schuldig befunden wird. So funktioniert das System. Ihre Äußerungen waren eine starke Widerlegung der Behauptung, dass Trumps rechtliche Probleme auf eine Hexenjagd zurückzuführen seien. Als das Programm zu Ende ging, schlug Crockett einen letzten Schlag zu und verband die Themen Demokratie, Gerechtigkeit und Verantwortung. Sie antwortete, bei dem, was wir hier erleben, geht es nicht nur um einen Mann. Es geht um das Wesen unseres Landes. Werden wir einflussreichen Personen erlauben, das Gesetz so zu ändern, dass es ihren eigenen Interessen entspricht? Oder werden wir die Gleichheit vor dem Gesetz wahren? Werden wir die Demokratie schützen oder zulassen, dass sie zum Autoritarismus verkommt? Wir müssen Antworten auf diese Fragen geben, und die Zeit dafür ist jetzt. Als Crockett mit dem Reden fertig war, wurde es still im Raum. Die Bedeutung und Intensität ihrer Worte lag in der Luft. Die Zuschauer waren von der Szene verblüfft. Die Diskussionen über Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit in der Zukunft und die Grundlagen der amerikanischen Demokratie auslöste. Es bestand kein Zweifel daran, dass die Abgeordnete Jasmine Crockett nicht nur Trumps Anwälte zur Verantwortung gezogen hatte, sondern der Welt auch eine wertvolle Lektion erteilt hatte, wie man sich für das einsetzt, was richtig ist, egal wie stark der Widerstand auch sein mag. Die Abgeordnete Jasmine Crockett zerstörte Trumps Anwälte im Live-Fernsehen völlig und zeigte in einer atemberaubenden Demonstration von Rechtswissen und unerschütterlichem Willen offensichtliche Widersprüche und die unfaire Behandlung des früheren Präsidenten. Sie stellte ihnen gezielte Fragen zu grundlegender Rechtslehre, Untersuchungshaft, Verstößen gegen den Mundsperrenbefehl und Einschüchterung von Zeugen, auf die sie alle nur schwer antworten konnten. Crocketts Hauptargument, dass das Gerichtssystem scheinbar zugunsten von Privilegien und Macht tendiert, wurde nur dadurch bestärkt, dass sie zugaben, dass sie noch nie mit einem Angeklagten wie Trump zu tun hatten, mit seinen außergewöhnlichen rechtlichen Hindernissen und seiner privilegierten Behandlung. Crockett hörte hier jedoch nicht auf.
Sie konzentrierte sich auf das Projekt 22, ein umstrittenes, konservatives Projekt, das einer der Anwälte mitgestaltet hatte. Sie präsentierte ein erschreckendes Bild davon, was passieren würde, wenn eine solche Politik umgesetzt würde, indem ihre autoritären Ideen aufgedeckt, Regierungsbehörden aufgelöst, die Soldaten nach Hause geschickt und Berufsbeamte entlassen würden. Die Anwälte waren sichtlich unruhig und nicht in der Lage, eine überzeugende Argumentation vorzulegen, als sie die Initiative wütend als Spielbuch eines Diktators anprangerte. Crockett war während der gesamten Debatte aufgrund ihrer Beherrschung der Fakten, ihrer unerschütterlichen moralischen Klarheit und ihrer Fähigkeit, die Verbindung zwischen Trumps rechtlichen Fragen und der größeren Bedrohung für die Demokratie herzustellen, geradezu brillant. Sie hat mehr getan, als nur Anfragen zu stellen. Sie zwang die Anwälte, sich den Widersprüchlichkeiten und Risiken ihrer Standpunkte zu stellen, indem sie ihnen einen Spiegel vorhielt. Das wurde am Ende des Abschnitts deutlich. Crockett hatte nicht nur Trumps juristisches Personal überlistet, sondern auch eine starke Botschaft darüber gesendet, wie echte Verantwortung aussieht. Die Abgeordnete Jasmine Crockett wurde zu einer kraftvollen Stimme für Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit in einem Konflikt, der sicherlich als entscheidender Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Macht angesehen werden wird. Ihr Auftritt war ein Weckruf, eine Erinnerung daran, dass der Kampf um die Wahrung unserer demokratischen Werte noch lange nicht vorbei ist und dass niemand über dem Gesetz steht, egal wie mächtig sie auch sein mögen. Und jetzt fragen wir Sie, war das der Braten, den Amerika brauchte, oder ging es zu weit? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare, halten Sie sich nicht zurück. Like das Video, wenn sie dich zum Lachen gebracht hat. Und stellen Sie sicher, dass Sie sich für weitere Momente angemeldet haben, die das System erschüttern.